Lektion 1. Im Verkehr navigieren. Sie können ein Taxi, einen Bus oder die U-Bahn nehmen. Das hängt von Ihren Vorlieben ab. Das klingt sehr praktisch. Ich schätze es, mehrere Optionen zu haben. Jeder hat seine Vorteile. Taxis sind komfortabler, können aber ziemlich teuer sein. Ich verstehe. Dann Busse? Busse sind sparsam, obwohl sie aufgrund häufiger Haltestellen länger dauern können. Das ist ein faires Argument. Und was ist mit der U-Bahn? Die U-Bahn ist in der Regel die schnellste Art, sich in einer Stadt zurechtzufinden, wodurch die Reisezeit minimiert wird. Unterirdisch zu reisen scheint ziemlich abenteuerlich. Ich werde es versuchen müssen. Achten Sie nur darauf, die Routen vor dem Einsteigen zu überprüfen, da einige Stationen unerwartet schließen können. Lektion 2. Zu berücksichtigende Annehmlichkeiten. Verbunden. Das klingt perfekt. Gibt es bestimmte Annehmlichkeiten, auf die ich bei Unterkünften achten sollte? Was für eine durchdachte Frage. Ich empfehle, nach Optionen für ein inbegriffenes Frühstück zu suchen. Ein kostenloses Frühstück würde den Morgen sicherlich erleichtern. In der Tat. Achten Sie außerdem auf Annehmlichkeiten wie WLAN und Wäscheservice. Wi-Fi ist heutzutage von entscheidender Bedeutung. Es kann einen großen Unterschied machen, insbesondere in arbeitsbezogenen Angelegenheiten. Absolut. Ich finde auch, dass eine gute Lage wichtig ist, um Sehenswürdigkeiten leicht zu erreichen. Eine zentrale Lage würde unsere Erfahrung auf jeden Fall verbessern. Erwägen Sie abschließend, Bewertungen zu lesen, um die Erfahrungen früherer Gäste einzuschätzen. Ein ausgezeichneter Punkt. Ich werde das tun, um sicherzustellen, dass unser Aufenthalt angenehm ist. Lektion 3. Familiengespräche. Keine Reputation zu verlieren. Nightingales Familie war entsetzt über ihre Pläne. In der Tat waren solche Ambitionen für ihre Zeit ziemlich unkonventionell. Ihre Bestrebungen stellten die gesellschaftlichen Normen auf bemerkenswerte Weise in Frage. Es ist faszinierend, wie die Entschlossenheit einer Person die Einstellung einer ganzen Familie beeinflussen kann. Sehr wahr. Sie müssen eine Mischung aus Angst und Stolz auf ihre Entscheidungen gespürt haben. Wie herrlich komplex Familiendynamiken sein können. Ich stimme zu. Es veranlasst einen, über die Träume seiner eigenen Familie nachzudenken. Und wie wichtig es ist, sie zu unterstützen, auch wenn sie entmutigend erscheinen. Genau. Nightingales Geschichte ist eine eindringliche Erinnerung an Mut. Lektion 4. Zusätzliche Hilfe. Kann ich dir sonst noch mit etwas anderem helfen? Hast du eigentlich irgendwelche zusätzlichen Taschentücher? Ich scheine eine laufende Nase zu haben. Natürlich. Hier hast du es. Weißt du, das scheint ziemlich hartnäckig zu sein. Das ist es in der Tat. Ich muss allergisch gegen etwas in der Luft sein. Vielleicht ist es der Blütenstaub dieser schönen Blumen draußen. Sie sind umwerfend, aber sie haben ihren Preis, nicht wahr? Unbedingt. Es ist, als ob Schönheit immer ihren Preis hat. Ich nehme an, das trifft auf viele Aspekte des Lebens zu. Schlagen Sie vor, dass wir alle ein Beauty-Budget haben sollten. Lektion 5. Wetter in Südamerika. Noch nicht. Was würdest du für Südamerika vorschlagen? Im Allgemeinen ist das Wetter von Juni bis September angenehm. Interessant. Das ist dort normalerweise Winter, nicht wahr? Ja, aber in Ländern wie Brasilien ist es viel wärmer. Ich verstehe. Also sollte man stattdessen Sommerkleidung einpacken? Genau. Aber für die kühleren Abende könnte ein leichter Pullover praktisch sein. Das klingt ziemlich praktisch. Welche Aktivitäten würdest du empfehlen?
Wandern in den Bergen und Erkunden der pulsierenden Städte wären ideal. Das klingt herrlich. Nun, was ist mit dem Essen? Lektion 6. Buchungsänderungen. Vom 12. bis 17. Juli? Hervorragend. Bitte nehmen Sie die Änderungen an meiner Reservierung vor. Natürlich. Möchten Sie danach eine Bestätigungs-E-Mail? Das wäre sehr hilfreich. Danke. Du bist herzlich willkommen. Werden Sie während Ihres Aufenthalts an Veranstaltungen teilnehmen? Ja, ich habe mehrere geplant. Ich habe gehört, dass die Festivals ein ziemliches Spektakel sind. Das sind sie in der Tat. Kulturelle Feste verleihen dem Reisen eine wunderbare Note. Unbedingt. Es sorgt für unvergessliche Erinnerungen. Hast du ein Lieblingsfestival, auf das du dich freust? Lektion 7. Reisedaten. Für welche Termine möchten Sie buchen? Ich werde am 15. Juli ankommen und eine Woche bleiben. Das klingt perfekt. Haben Sie über Ihre Reiseroute nachgedacht? Ich habe eine grobe Gliederung, aber ich würde mich über einige Vorschläge freuen. Wie wäre es mit der Erkundung der Küstengebiete? Die Strände sind atemberaubend. Das klingt wunderbar. Ich liebe das Meer. Ich glaube, Sie würden auch die lokalen Meeresfrüchte genießen. Ich mag Meeresfrüchte sehr. Es scheint ein himmlisches Match zu sein. In der Tat. Sollte ich mir einen Bungalow am Strand sichern? Lektion 8. Den Strand genießen. Das klingt perfekt. Ich liebe den Strand. Wie lange wird es dauern, bis wir dort ankommen? Ungefähr 2 Stunden mit dem Auto, je nach Verkehr. Das ist durchaus vernünftig. Ich kann's kaum erwarten. Hast du eine Lieblingsstrandaktivität? Ich schwimme gerne, aber ich liebe es auch, einfach mit einem guten Buch zu faulenzen. Es hört sich so an, als hättest du den idealen Strandtag geplant. Ganz richtig. Nichts geht über das Geräusch von Wellen, um die Seele zu beruhigen. Ich stimme vollkommen zu. Lass uns ein paar Snacks einpacken. Lektion 9. Heute helfen. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen heute weiterhelfen? Guten Morgen. Ich habe Probleme mit einer Website. Was scheint das Problem damit zu sein? Es scheint, mein Passwort nicht zu akzeptieren. Das kann ziemlich frustrierend sein. Hast du versucht, es zurückzusetzen? Ja, aber ich erhalte immer noch eine Fehlermeldung. Lassen Sie uns sehen, ob wir es gemeinsam beheben können. Sollen wir? Das wäre wunderbar. Danke für deine Hilfe. Es ist mir eine Freude. Es macht mir Spaß, Probleme zu lösen, besonders diese kleinen Rätsel. Lektion 10. Lebensmittelvielfalt. Ja, es sorgt für eine gute Auswahl an Speisen, die jeder genießen kann. Unbedingt. Abwechslung neigt dazu, den Gaumen zu erregen. Stellen Sie sich ein Buffet vor, an dem jeder etwas Leckeres findet. Das ist der Traum. Wie wäre es mit Dessertoptionen? Eine Auswahl an Kuchen und Gebäck würde das Erlebnis sicherlich verbessern. Oh, ich mag Gebäck sehr. Ein bisschen Genuss schadet nie. Einverstanden. Das Leben ist zu kurz, um den Nachtisch auszulassen, findest du nicht? In der Tat. Ich werde diese Philosophie gerne annehmen. Jetzt ist es geklärt. Ein Fest ist in unserer Zukunft. Lektion 11. Camping oder Hotels. 2 Wochen klingt gut. Sollten wir unterwegs campen oder in Hotels übernachten? Camping könnte ein einzigartiges Erlebnis bieten, aber Hotels bieten Komfort. Stimmt.
Ich kann mir vorstellen, dass es ideal wäre, beides unter einen Hut zu bringen. Vielleicht angefangen beim Campen und endend in einem gemütlichen Hotel? Das klingt nach einem perfekten Plan. Eine Mischung aus Abenteuer und Entspannung. Genau. Natur am Tag und weiche Betten in der Nacht. Ich muss gestehen, ich liebe es einzuschlafen und der Natur zu lauschen. Es ist wirklich ein magisches Erlebnis. Ich bin jetzt ziemlich überzeugt. Wann haben wir unseren Plan? Lektion 12. Nächstes Mal. Das ist schade. Das nächste Mal vielleicht. Definitiv. Genieß deinen Tag. Danke. Ich weiß dieses Gefühl zu schätzen. Was sind deine Pläne für den Rest des Tages? Ich habe vor, bei einer Tasse Kaffee etwas zu lesen. Das klingt herrlich. Welches Buch liest du gerade? Es ist ein Kriminalroman, der meine Aufmerksamkeit erregt hat. Mysterien können ziemlich spannend sein. Ich hoffe, es gefällt euch. Danke. Wenn ich irgendwelche faszinierenden Wendungen entdecke, werde ich sie mit Ihnen teilen. Lektion 13. Erkunden Sie Yellowstone. Yellowstone Nationalpark. Die Rocky Mountains Nordamerikas sind atemberaubend. Das sind sie auf jeden Fall. Die Landschaften sind unglaublich vielfältig. Die Geysire und heißen Quellen sind faszinierende Naturwunder. Ja, und die Tierwelt ist auch ziemlich bemerkenswert. Hatten Sie die Gelegenheit, Nationalparks zu besuchen? Ich habe letzten Sommer einen besucht, und es war ein unvergessliches Erlebnis. Das kann ich mir nur vorstellen. Die Natur hat eine Art, uns zu beeindrucken. In der Tat. Es ist wichtig, diese schönen Orte für zukünftige Generationen zu erhalten. Ein höchst verdientes Gefühl. Lektion 14. Neujahrs-Countdown. Begleite mich beim Countdown an Silvester. Ich würde mich freuen. Das klingt aufregend. 10, 9, 8, 7. Bist du bereit für den großen Moment? Ich bin absolut bereit. Das wird aufregend werden. 6, 5, 4. Stell dir die Aufregung in der Luft vor. Das Ambiente ist elektrisierend. Ich kann es kaum erwarten zu feiern. 3, 2. Hast du deine Wünsche für das neue Jahr vorbereitet? In der Tat. Ich habe eine ganze Liste parat. 1. Frohes neues Jahr. Lass die Feierlichkeiten beginnen. Lektion 15. Budgetfreundliches Essen. Ich hab's. Wie steht's mit Essen? Irgendwelche Vorschläge, um auf Reisen mit kleinem Budget zu essen? Ganz gewiss. Streetfood ist oft eine fantastische Option. Streetfood kann sowohl köstlich als auch preiswert sein. Welche Gerichte empfehlen Sie? Tacos, Crepes und Knödel sind in der Regel Publikumslieblinge. Die klingen köstlich. Darüber hinaus bieten lokale Märkte möglicherweise eine gute Auswahl. In der Tat. Und oft bieten sie einen Vorgeschmack auf die Kultur der Region. Haben Sie schon einmal auf einem lokalen Markt gegessen? Ja, ich habe einmal ein verstecktes Juwel gefunden, das die besten Falafel-Wraps verkauft. Ich werde nach ähnlichen Schätzen Ausschau halten. Lektion 16. Erkundung lokaler Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten in der Nähe? Stimmt. Es wäre schön, einige lokale Sehenswürdigkeiten zu erkunden und die Landschaft zu genießen. Unbedingt. Es ist etwas Besonderes, in die lokale Kultur einzutauchen. Vielleicht könnten wir einen Rundgang machen? Das klingt wunderbar. Wandertouren enthüllen oft versteckte Juwelen.
Ich stimme zu. Außerdem ermöglichen sie uns, Leute zu treffen, die die Gegend gut kennen. In der Tat. Haben Sie schon einmal bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten besucht? Ja, ich habe einmal eine atemberaubende Kathedrale mit unglaublicher Architektur gesehen. Was für ein herrliches Erlebnis. Ich würde mich freuen, etwas Ähnliches zu entdecken. Lassen Sie uns unsere Reiseroute sorgfältig planen. Lektion 17. Bemühungen der Gemeinschaft. Wir müssen diese Minen in der Region Quito und Huambo aus der Erde holen. Das klingt nach einer ziemlichen Aufgabe. Wie bist du zu dieser Initiative gekommen? Ich habe einen Morgen mit einem kleinen Team von Hello verbracht. Es muss eine augenöffnende Erfahrung gewesen sein. In der Tat war es aufschlussreich zu sehen, wie die Bemühungen der Gemeinschaft der Umwelt helfen. Ich bewundere solche Initiativen. Sie fördern Nachhaltigkeit und Bewusstsein. Genau. Es ist herzerwärmend, gemeinsame Bemühungen für einen guten Zweck mitzuerleben. Lassen Sie uns solche Bemühungen weiterhin unterstützen, wo immer wir können. Unbedingt. Jedes bisschen hilft. Und gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Lektion 18. Einkaufserlebnis. Ich werde mir diesen Shop auch ansehen. Das solltest du. Ihr Kundenservice ist hervorragend. Ich schätze guten Kundenservice. Er verbessert das Einkaufserlebnis immens. In der Tat. Wenn sich Kunden geschätzt fühlen, ist es wahrscheinlicher, dass sie wiederkommen. Welche spezifischen Artikel verkaufen Sie, die du empfiehlst? Sie haben eine schöne Auswahl an Kunsthandwerk und lokalen Waren. Das klingt faszinierend. Ich habe eine Vorliebe für einzigartige und lokal hergestellte Produkte. Du wirst es lieben. Das versichere ich dir. Ich freue mich darauf, den Laden zu besuchen. Lektion 19. Auf der Suche nach Stil. Welche Farben brauchst du für dein Projekt? Ich suche helle Farben, wie Blau. Helle Farben rufen sicherlich ein Gefühl von Freude und Energie hervor. Genau. Blau ist vielseitig und passt gut zu so vielen anderen Farben. Es ist in der Tat eine klassische Wahl. Welchen Blauton bevorzugst du? Ich bevorzuge ein leuchtendes Kobaltblau. Es ist ein markantes Statement. Das ist eine großartige Auswahl. Es wird Ihrem Projekt eine schöne Note verleihen. Danke. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis mit dieser Farbpalette zu sehen. Ich freue mich darauf, Ihre Kreativität aufblühen zu sehen. Lektion 20. Mikrofonmomente. Herr Cavett nahm das Mikrofon und erbleichte beim Anblick von Hunderten von Frauen. Es muss eine überwältigende Erfahrung für ihn gewesen sein. In der Tat. Stellen Sie sich die Aufregung und Angst vor, die er gefühlt haben muss. Hat er es geschafft, eine gute Rede zu halten? Zuerst stolperte er, aber dann fand er sein Selbstvertrauen. Das ist ziemlich beeindruckend. Hat das Publikum positiv reagiert? Sie haben ihn angefeuert, was sicherlich geholfen hat. Es ist bemerkenswert, wie Ermutigung die Atmosphäre verändern kann. Ganz richtig. Warst du jemals mit einer ähnlichen Situation konfrontiert? Lektion 21. Ausprobieren. Oh, ich muss es mir vielleicht ansehen. Definitiv. Du wirst nicht enttäuscht sein. Was kann ich bei meinem Besuch erwarten? Ein bezauberndes Ambiente mit köstlichen Snacks und Getränken. Das klingt verlockend. Gibt es charakteristische Artikel, die ich ausprobieren sollte? Ihr Schokoladenkuchen ist berühmt. Vielleicht möchtest du ein Stück essen. Ist es wirklich so gut? Unbedingt.
Viele behaupten, es sei lebensverändernd. Jetzt hast du mein Interesse geweckt. Ich werde heute gehen. Lektion 22. Unterstützung bei der Operation. Vor meiner Operation wird meine Mutter mit mir gehen. Das ist wunderbar. Es ist immer schön, Unterstützung zu haben. In der Tat, die Krankenschwestern messen vorher meine Temperatur. Sie stellen im Allgemeinen sicher, dass die Gesundheit aller optimal ist, richtig? Genau. Es beruhigt den Geist, solche Schecks zu haben. Wie denkst du über die Operation? Eine Mischung aus Aufregung und Nervosität, muss ich sagen. Das ist verständlich. Wie wäre es mit einer Ablenkung? Ja, vielleicht schaue ich mir vor dem großen Tag eine Serie an. Lektion 23. Spätes Einchecken. Ich habe kürzlich gehört, dass für den späten Check-in am späten Abend kein Aufpreis anfällt. Stimmt das? Unbedingt. Viele Hotels bieten ihren Gästen diese Flexibilität. Es ist ziemlich praktisch, findest du nicht? In der Tat erspart das eine Menge Ärger. Ich mache mir auf Reisen immer Sorgen über unerwartete Gebühren. Ich verstehe deine Sorge. Es ist wichtig, sich vorher über mögliche Gebühren zu erkundigen. Genau, ich bevorzuge es auch zu wissen, dass ich Optionen zur Verfügung habe, wenn mein Flug verspätet ist. Genau. Späte Ankünfte sind oft unvermeidlich, besonders bei den heutigen Reiseplänen. Was halten Sie also von einem Aufenthalt in einem Hotel, das späte Check-ins ohne zusätzliche Kosten akzeptiert? Ich glaube, das ist eine fantastische Wahl. Es kann das gesamte Reiseerlebnis verbessern. Ich muss zustimmen. Es bietet zusätzlichen Komfort, wenn man weiß, dass man ohne finanzielle Strafen anreisen kann. Lektion 24. Hiroshimas Friedensmuseum. Hast du vom Friedensmuseum in Hiroshima gehört? Es zeigt Objekte, die von der Explosion hinterlassen wurden. Ja, das finde ich ziemlich faszinierend. Es ist bemerkenswert, wie uns die Geschichte anhand solcher Artefakte etwas beibringen kann. In der Tat. Es dient als ergreifende Erinnerung an die Vergangenheit. Können Sie sich vorstellen, ein solches Ereignis mitzuerleben? Es wäre eine zutiefst emotionale Erfahrung. Das Museum hat zum Ziel, Frieden und Verständigung zu fördern. Unbedingt. Es ist wichtig, dass zukünftige Generationen etwas über die Folgen des Krieges erfahren. Ich stimme zu. Ich denke, der Besuch solcher Orte hilft uns, ein Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln. Ganz zu schweigen davon, dass es zu bedeutsamen Gesprächen darüber anregt, wie wir ähnliche Tragödien in Zukunft verhindern können. Genau. In solchen Museen geht es nicht nur darum, Gegenstände auszustellen, es geht auch darum, Empathie und Bewusstsein zu fördern. Außerdem wäre es faszinierend zu sehen, wie sich die Gemeinde seit diesem tragischen Tag wieder aufgebaut hat. Lektion 25. Neue Entscheidungen. Ich glaube, es ist an der Zeit, unsere Einkaufsliste zu besprechen. Sollen wir mit Obst und Gemüse beginnen? Das klingt ausgezeichnet. Frische Produkte sind unerlässlich und können unsere Mahlzeiten erheblich verbessern. Ich stimme vollkommen zu. Wie wäre es, wenn wir einige saisonale Früchte in Betracht ziehen, um den besten Geschmack zu gewährleisten? Unbedingt. Früchte der Saison schmecken nicht nur besser, sondern sind in der Regel auch günstiger. Genau. Außerdem wird das Hinzufügen von buntem Gemüse unsere Teller aufhellen. Finden Sie nicht? Ja, in der Tat. Eine elegante Präsentation kann selbst die einfachsten Gerichte aufwerten. Darüber hinaus sollten wir die Grundnahrungsmittel der Vorratskammer nicht vergessen. Sie sind entscheidend für das Kochen. Du hast recht. Produkte wie Getreide, Bohnen und Gewürze sind das Rückgrat vieler köstlicher Rezepte.
Sollen wir also auch eine Liste von dem erstellen, was wir bereits zu Hause haben? Das wird uns helfen, Duplikate zu vermeiden. Lektion 26. Das Botenabenteuer. Guten Tag. Bist du bereit für unser Abenteuer heute? Das bin ich auf jeden Fall. Ich muss danach noch ein paar Besorgungen machen. Fantastisch. Soll ich dich dann ins Museum fahren? Ja, das klingt perfekt. Um wie viel Uhr treffen wir uns? Wie wäre es mit 11 Uhr morgens? Das funktioniert gut für mich. Großartig. Ich hoffe, Sie haben eine Liste der Besorgungen, die Sie erledigen müssen. Natürlich. Ich möchte nichts Entscheidendes vergessen. Exzellente Planung. Ich bewundere deine organisatorischen Fähigkeiten. Lektion 27. Modefunde. Ist Ihnen aufgefallen, dass das neue Geschäft in der Innenstadt eine große Auswahl an Kleidungsstücken bietet? Ja, ich habe davon gehört. Sie richten sich sowohl an Männer als auch an Frauen, nicht wahr? Genau. Es scheint, dass Sie für jeden etwas dabei haben. Ich bin besonders an Ihrer Zubehörauswahl interessiert. Accessoires können ein Outfit wirklich aufwerten. Sollen wir es dieses Wochenende besuchen? Das würde mir sehr viel Spaß machen. Vielleicht können wir auch eine Liste mit dem erstellen, wonach wir suchen, während wir dort sind. Das ist eine großartige Idee. Ich möchte mich nicht ablenken lassen. Oder wir könnten am Ende 100 verschiedene Artikel haben, die wir nicht benötigen. Lektion 28. Kulinarisches Experiment. Ich habe online ein neues Rezept entdeckt und freue mich sehr darauf. Oh, das klingt herrlich. Was für ein Gericht ist das? Es ist ein Gourmet-Nudelgericht, das einige ungewöhnliche Zutaten benötigt. Ich liebe eine gute Herausforderung in der Küche. Ich würde mich freuen, es mit dir zu versuchen. Wunderbar. Sollen wir alle notwendigen Zutaten zusammensuchen? Ich bin mir sicher, dass ich dabei helfen kann. Vielleicht könnten wir daraus ein lustiges Kochevent machen. Unbedingt. Ich lache gerne beim Kochen. Es wird ein unvergessliches kulinarisches Abenteuer sein. Lektion 29. Gesundheitsernte. Es ist wichtig, dass wir eine Fülle von Obst und Gemüse in unserer Ernährung haben. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Sie sind lebenswichtig für unsere Gesundheit. Kennen Sie Märkte in der Nähe, auf denen wir frische Produkte kaufen könnten? Ja, es gibt einen schönen Bauernmarkt, auf dem Bioprodukte verkauft werden. Perfekt. Wann gehen wir? Wie wäre es mit diesem Samstagmorgen? Das würde hervorragend für mich funktionieren. Lassen Sie uns eine Liste erstellen, damit wir nichts Wichtiges übersehen. Einverstanden. Ich freue mich auf unseren gesunden Einkaufsbummel. Lektion 30. Taxi zum Flughafen. Großartig. Ich muss ein Taxi zum Flughafen nehmen. Ich kann dir dabei helfen. Wann ist Ihr Flug geplant? Die Abfahrt ist in etwa einer Stunde geplant. Dann solltest du dich beeilen. Haben Sie Ihr Taxi im Voraus gebucht? Das habe ich leider nicht getan. Denkst du, es ist zu spät? Nicht unbedingt. Es ist noch etwas Zeit. Versuchen wir, sofort einen zu fordern. Das klingt nach einem klugen Plan. Haben Sie einen bevorzugten Taxiservice? Ja, ich empfehle die Firma Yellow Cab. Sie sind ziemlich zuverlässig. Eine hervorragende Wahl. Schnellen Service zu bieten ist das, was Sie am besten können. Lektion 31. Demokratisches Tanzen. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, einen Elefanten dazu zu bringen, durch ein Minenfeld zu Das klingt tanzen. absolut lächerlich. Wie würde man eine solche Aufgabe überhaupt beginnen?
Nun, man könnte argumentieren, dass dafür ein demokratischer Ansatz erforderlich wäre. Ein demokratischer Ansatz für einen Elefanten? Das klingt höchst eigenartig. In der Tat, es würde bedeuten, über die beste Route und die Tanzschritte abzustimmen. Vielleicht könnten wir einen Ausschuss bilden. Treffen wären ziemlich amüsant. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Protokoll voller ernsthafter Überlegungen zu Rumpfbewegungen ist. Und Debatten über passende Steppschuhe für den Elefanten. Unbedingt. Wer hätte gedacht, dass das Tanzen mit einem Elefanten so komplex sein kann? Lektion 32. Winterkleidung. Meine Schwester zieht jeden Winter ihren Hut und ihre Fäustlinge auf. Das ist wichtig, um warm zu bleiben, besonders an frostigen Tagen. In der Tat. Meine Mutter besteht immer darauf, ihren Lieblingstuch zu tragen. Welche Farbe hat Ihr Lieblingstuch? Es ist ein leuchtendes Rot, das sich deutlich vom weißen Schnee abhebt. Rot muss gut zu ihr passen. Hat sie viele Schals? Sie hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl gesammelt, jede mit einer einzigartigen Geschichte. Geschichten zusammen mit Schals zu sammeln, klingt herrlich. Es macht den Winter für sie sicherlich angenehmer. Lektion 33. Gemütliche Reservierung. Hast du deine Unterkunft schon gebucht? Ja, ich habe ein gemütliches Hotel im Herzen der Stadt gefunden. Das klingt herrlich. Ist es ein Boutique-Hotel oder ist es Teil einer Kette? Es ist ein Boutique-Hotel. Jedes Zimmer hat ein einzigartiges Dekor, das die lokale Kultur widerspiegelt. Wie herrlich! Ich kann mir nur vorstellen, welchen Charme es ausstrahlt. Hast du irgendwelche Bilder gesehen? Das habe ich in der Tat. Die Zimmer sind mit skurrilen Kunstwerken und Vintage-Möbeln geschmückt. Klingt nach der perfekten Instagram-Gelegenheit. Hast du vor, jede Ecke einzufangen? Unbedingt. Ich habe gehört, dass der Kaffee in der Hotellobby auch exquisit ist. Oh, willst du mir sagen, dass du niemals gehen darfst? Lektion 34. Erkundung alleine. Hey, hast du jemals darüber nachgedacht, alleine zu reisen? Eigentlich denke ich darüber nach, bald ein Solo-Abenteuer zu erleben. Das klingt faszinierend befreiend. Was ist dein Ziel? Ich denke über einen Ausflug in die Berge nach, um etwas zu wandern und die Einsamkeit zu genießen. Ah, die Berge. Es scheint, sie möchten die Ruhe der Natur genießen. Genau, tatsächlich ist es ein Rückzugsort vom geschäftigen Stadtleben. Alleine zu reisen hat seinen Reiz, nicht wahr? Das tut es wirklich. Es ist befreiend, keine feste Reiseroute zu haben. Ich kann mir nur vorstellen, wie die Erfahrung ihr Selbstbewusstsein vertiefen würde. Lektion 35. Morgenrituale. Guten Morgen. Hast du schon deinen Kaffee getrunken? Ja, es ist mein Weckritual. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich stimme zu. Eine gute Tasse Kaffee macht den Morgen glücklich oder schlecht? In der Tat. Vor meinem ersten Schluck fühle ich mich oft wie ein Zombie. Eine Koffeintransformation, wenn du so willst. Was ist dein Lieblingstyp? Ich mag einen reichhaltigen Espresso, aber gelegentlich genieße ich einen cremigen Cappuccino. Du scheinst eine ziemlich raffinierte Palette zu haben. Danke. Ich glaube, Kaffee trinken sollte ein Erlebnis sein, keine Notwendigkeit. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Also, was sind deine Braugeheimnisse?